Ich kann noch nicht so mir richtig vorstellen, dass wir in 1,5 Wochen losfahren. Ich glaube, wir fahren dann einfach los. Wir hatten auch oft nicht so genaue Vorstellungen, was da wirklich passiert und wie unser Container am Ende aussehen wird. Bisher war das immer so eine abstrakte Idee, so ja, wir bauen Container und wir reisen damit durch Europa. Und das ist jetzt das erste Mal, dass man tatsächlich was sehen kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Moment. Kitchen on the Run ist eine mobile Küche in einem Schiffscontainer. Der ab Mitte März durch Europa reist. Mit dem Ziel, mit Geflüchteten und Einheimischen in den 5 Ländern in Europa zusammen zu kochen. Und zwar werden wir von Bari über Marseille, Duisburg, Deventer in den Niederlanden bis Göteborg in Schweden reisen. Alle kochen zusammen, alle essen zusammen, unterhalten sich und bauen hoffentlich dabei eine Grenze im Kopf ab. Und dass es wirklich darum geht, dass wir alle Menschen sind, egal wo wir herkommen. Und sicherlich riesige kulturelle Unterschiede gibt. Aber ja, die Sprache des Herzens, die ist letztendlich trotzdem überall, glaube ich, sehr ähnlich. Siamo 5 mesi viaggiando tra Europa e vediamo che persone incontriamo, vorremmo collegare storie, ricette e speriamo che dopo ogni sera c'erano molte amicizie saporite. Vediamo. Benvenuti. Also das erste Kochen war insgesamt einfach total toll, finde ich. Super lebendige Gruppe. Wo waren sie alles her? Aus Palästina, von der Elfenbeinküste, eine Frau aus Brasilien, eine Rumänin. I cook one piatto. The name of this piatto hummus. Tradition in Palestina. I hope everybody will like it. Prepariamo una zuppa con radici tipiche rumene, con prodotti pugliesi. In the south of Italy, they are obsessed about food. So when I think at home, I think to a flavor, a smell of food. The smell of spices. Handmade pasta. Coffee. La carbonara. The taste or the smell of home would probably be macaroni cheese. Like spicy herbs that I miss here. Quand je sens l'odeur du pain dans la boulangerie. The nice smelling when the rain fell down. My taste is very strong, spicy and hot. Jasmine. Home, it tastes like the sea, the spices, the dates, the mango, which I miss so much. Home tastes sweet, always. Yeah. First thing, they want to know from where I am. They think I am from Pakistan. Sometimes they say I'm from India. Some of them, they don't Yemen, where is it? Then they just ask me, what do you do here? The other question, the regular one, also, what you do? Are you a student or you work or what? Then I say, no, I'm here a refugee. It's a mix.
Sometimes we eat Yemeni food here. Sometimes we eat Italian pasta, pizza. So I think it's a good mixture. Always the culture is beautiful. When you mix it with other cultures, it's very, very beautiful. Becomes something, another taste. Gestern hatten wir eine Gruppe junge Männer aus Afrika da, aus Nigeria, auch von der Elfenbeinküste, aus Gambia. Und die haben uns ihre Geschichten erzählt und es war schon, die wohnen hier in den Camps, haben alle ihre Papiere, Dokumente noch nicht, sind in einer ganz misslichen Situation, sind wirklich dann teilweise mit dem Schlauchboot gekommen, einer hat erzählt, dass auf seiner Fahrt einige ums Leben gekommen sind. Also richtig das, was man so aus den Nachrichten hört und da bleibt irgendwie erstmal die Spucke weg so. Irgendwie die Familie verloren. Also auch, man spürt auch richtig, dass es ihnen noch schwerfällt, hier anzukommen. Und dann merkt man richtig, dass das, glaube ich, das ist, worum es geht, was uns wichtig ist. Gleichzeitig auch einen schönen Abend gehabt. Einer hat erzählt, das, was er heute kochen konnte, das hat er seit 3 Jahren nicht mehr gegessen, so, weil er hier irgendwie auch in dem Sinne nicht so ganz für sich zu Hause ist. My name is Babukar Mane from Gambia. I'm 20 years old. I cook jollof rice. Jollof rice is favorite food in Gambia. Our language, we call it chep. Very nice food. You eat it, you like me. So it's just like that. I want you people to stay more. Yeah, Italians, they are difficult, but everything you have to take patience. You are not in your country. When even we are inside bus, they start making racism thing. They take tissue paper, they put at their nose. They say we are blacks. They think we refugee people, we people, we collect all their money. So they think their government give all money to us. Very often, people, ordinary people in Bari, even has no idea that you have one of the biggest refugee camps in Europe here within the city. The function that these camps play is that of keep the asylum seekers away from the local community under the strict control of police forces. With those kind of policies, you're going to create a segregated society. A society with a lot of people who resides here, who lives here, work here, play a role within the society, but has no voice. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, dass das ist irgendwie ein junger Mensch wie du und ich und man weiß aber gleichzeitig, der hat seine Zukunft überhaupt nicht selbst in der Hand. Das ist jetzt irgendwie davon abhängig, was in den nächsten Wochen irgendein Gericht entscheidet, muss abends zurück in so ein Camp, das wahrscheinlich Lebensbedingungen hat, die wir uns einfach 3 Kilometer weiter in unserer Wohnung in Bari wirklich nur ganz, ganz, ganz schwer vorstellen können, obwohl wir ja nicht naiv sind. Aber es ist trotzdem, das ist schon immer irgendwie ein ganz schöner Kontrast oder auch was, worüber ich dann oft noch nachdenke, wenn ich dann halt im Bett liege und nochmal so den Tag Revue passieren lasse. Before in Gambia, I play football there. I play Gambian League there, but that one, you don't get any power. Before, I don't get document. Many teams saw me. I'm playing more than 7 teams. So when even Coach Shimi, she said to me, "Where do you come from?" I come from Gambia. So do you like to play my team? I say, yeah, if I have it. She said, do you have document? I say, no. He just say, oh, that one is a problem. Egal, wo man auf der Welt ist, spielt Fußball eine Rolle. Eigentlich wirklich egal wo.
Und es ist einfach was, wo du den Kopf ausstellen kannst, den Körper spürst und wo man einfach auch alles, was irgendwie gesellschaftlich wichtig ist, an Respekt und an Umgang miteinander, das kann man alles super viel auch auf dem Fußballplatz irgendwie mitkriegen. So. Und auch so ist es wieder mit den Jungs. Ich fühle mich mit denen auch verbunden, weil das alles Fußballer sind. Ich würde sagen, Fußball und Kochen zusammen ist saugut. Wenn alle an dem Abend wirklich einen schönen Abend hatten, nach Hause gehen und sagen, ich habe irgendwie was Besonderes erlebt oder ich habe mich vielleicht heute mal mit einem Menschen unterhalten, mit dem ich mich sonst nicht unterhalten hätte oder ich habe irgendwas Besonderes erfahren oder ich habe auch tatsächlich zum ersten Mal mit einem Flüchtling mich unterhalten oder ich habe auch tatsächlich das erste Mal vielleicht mit einem Schwarzen mich unterhalten. So. Also, dass uns das eigentlich schon reicht, weil man dann im nächsten Moment, wenn es einem nochmal passiert, vielleicht offener auf den anderen zugeht. Mir ist sofort aufgefallen, dass es eine riesige Stadt ist, die sehr, sehr verschieden ist. Also wenn man von einer Straße in die nächste, verändert sich das Stadtbild komplett. Die Menschen verändern sich komplett. Man kann innerhalb von, glaube ich, einer Viertelstunde durch 3 Viertel gehen und hat die ganze Welt gesehen quasi. Dadurch, dass wir in Bari so eng mit der Stadtverwaltung zusammengearbeitet haben, haben die für uns ganz viel vororganisiert und organisierte zivilgesellschaftliche Gruppen angesprochen, ob sie mit uns kochen wollen. Und hier in Marseille läuft ganz viel über Einzelanmeldungen im Internet oder wir haben uns auch in ein paar Cadars vorgestellt. Das sind diese Informationszentren für Geflüchtete. Non, c'est pas celui-là. C'est à peu près comme ça. Non. C'est pas le riz, non. C'est comme langue d'oiseau. Je suis Myriam, je viens de l'Algérie et j'ai 28 ans. Je le dis. Oui, je fais avec Rabia à marché Blouaille. C'est à côté de chez moi, c'est mon marché. On achète les légumes, les pommes de terre, et le piment, les carottes. Nous avons acheté trop poulet. Il reste. Il reste nel container. Yeah, j'ai compris. Yeah. Okay. Wir stehen in Belle de Mai einfach in einem der ärmsten Stadtteile Europas angeblich. Und man merkt das ist irgendwie ein wahnsinnig durchmischter Stadtteil, ein hoher Migrantenanteil, auch viele Familien und Menschen, die wahrscheinlich in eher prekären Verhältnissen leben. Ich habe das Gefühl, so ein Container wie unserer, der könnte 5-mal alleine in dem Viertel stehen, das wäre ganz gut. So das Gefühl werden wir, glaube ich, immer haben. Also das ist Tausende von solchen Containern bräuchte, nicht wegen uns, sondern einfach Räume der Begegnung mit einer Offenheit. Wir haben tatsächlich halt irgendwie jetzt schon 1-2 Mal Obdachlose gehabt, die dann gesehen haben, der Tisch wird gerade gedeckt und mitgegessen haben. Das ist für uns auch völlig okay, aber wir wollen ja einerseits irgendwie offen sein, eben für diese Nachbarschaft. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig und nicht so unbedingt das, was unser Konzept will, dass eben Menschen dann einfach nur zum Essen dazukommen. Wir wollen ja auch nicht als Suppenküche wahrgenommen werden. Und das ist dann einfach immer so eine Abwägung. Marseille is our second stop. Marseille, c'est le deuxième arrêt. And we are very excited to be here. Et ils sont très excités, très plaisir d'être là dans ce projet. J'ai préparé le repas qui s'appelle Tritli. C'est un repas algérien. Et j'ai préparé avec mon mari et l'équipe de Kitchen Umbrella. Tu vois, les gens, là, quand tu parles avec lui, il veut rentrer chez lui, il parle et tout avec toi, il rigole. Comme ça, tu connais les personnes et il veut reconnaître et tout. C'est un pâte, comme le riz d'oiseau, et avec sauce rouge et légumes. Et la base, c'est le pois chiche et le poulet.
Ils sont mangés tous, ils sont dit très bien, c'est trop bon. Ils sont contents. Moi aussi. Was ich in Marseille viel, viel schöner finde als in Bari, ist, dass man auch vor allen Dingen in der Stadt Flüchtlinge nicht erkennt. Also in Bari war es so, wenn jemand schwarz ist, dann war er automatisch ein Flüchtling. So, und das ist in Marseille komplett anders. Diese Stadt ist ein absoluter Multikulti-Topf und hat eine wahnsinnige Einwanderungsgeschichte. C'est olive, moutarde, citron et oignon. Après, voilà. Après, c'est la mère qui fait les restes. Je m'appelle Gali Sissoko et je suis cuisinier et je suis malien. Marseille, même, pour moi, c'est pas la France, en fait. Alors, moi, je me sens super bien à Marseille, hein. Mais en même temps, comme Marseille, c'est un peu... C'est fou, parce que les Marseillais, même, ils ne sont pas des Français. C'est des gens qui sont venus avant d'Italie, de Pologne, d'Algérie, Maroc. Maintenant, ils se sentent mieux français que les autres qui viennent d'arriver. Même moi, peut-être un jour, dans 20 ans, je vais dire que les gens qui arrivent... Ils... 95. Toi, Marseille, c'est un peu bizarre. Ouais, ça, c'est le nord du Mali. Ouais, c'est Soraï. Yes. Merci. Merci, bonne journée. Dans la vie, je suis quelqu'un qui peut aller vers les gens, mais dans la cuisine, c'est plus facile communiquer. Moi, déjà, je ne suis pas allé à l'école. Je ne parle pas bien français, je ne l'écris pas, je ne lis pas. Et chaque fois que j'ai cuisiné, en fait, ça me donne de confiance de communiquer avec les gens, n'importe qui, français, n'importe où, si c'est comme ça. Einer der Geflüchteten, das war ein Sudanese, Suleiman, hat unser Projekt stark kritisiert. Also seine Meinung war, wir sind Deutsche, dadurch haben wir wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum und Macht und wir könnten einfach so machen und die Politik ändern. Und hat er gemeint, naja, so ein bisschen kochen und so zu tun, als würdet ihr uns willkommen heißen, ist im Prinzip eine Farce, weil ihr seid ja auch diejenigen, die unsere Länder ausbeuten und uns diese Situation bringen. Und das hat uns schon irgendwie getroffen und auch beschäftigt und gleichzeitig finden wir es aber auch gut, mit solchen Meinungen konfrontiert zu werden. Avant de dire qu'on va donner des milliards pour construire des trucs ici, il faut juste arrêter les guerres. Alors qu'il y a des millions de gens qui meurent dans l'eau, je trouve que c'est une politique qui est un peu bizarre. Moi, je n'aime pas ça. Je trouve que l'Europe, ils sont très, très hypocrites par rapport à ça. Voilà. Il ne faut pas mettre un truc qui fait rentrer des sous et après de dire qu'il faut arrêter, il faut l'immigration. Si on arrête la guerre, je pense que c'est fini l'immigration. Also der Container steht in Duisburg-Neumühl, schon in einem sehr brisanten Stadtteil, würde ich mal so sagen. Nicht unbedingt viel Geld, wenig Arbeit. Ja, ich finde schon, dass man den Menschen ansieht, dass sie es nicht leicht gehabt haben. Und Duisburg-Neumühl hat mehrere große Flüchtlingsunterkünfte. Ja, dann haben wir jetzt hier unsere Container, 20 Stück an der Zahl. Wir haben jetzt hier 60 Personen wohnen, mit vielen Kindern natürlich. Im Prinzip zu dritt, mit Kindern vielleicht auch mal zu viert in einem Container. Platzmäßig natürlich auch nicht viel, aber ist eine gute Unterkunft. Okay.
Yeah, no problem. No problem. Wir haben hier eine Turnhalle und Container, wo dann unsere Bewohner untergebracht werden. Das ist natürlich privatmäßig nicht unbedingt das Beste, aber wir machen das Beste draus. In der Turnhalle zu sein und zu sehen, in welchen Situationen die Menschen da auch wirklich gerade, ich sag mal, hausen müssen. Was ich vielleicht schon mal irgendwo in Nachrichten oder irgendwie in einer Doku mal gesehen habe, aber selbst in so einer Turnhalle zu stehen und 2 Doppelstockbetten und ein paar Leinentücher drumherum und das ist dann zu Hause für 5 Monate oder so, das ist ja schon... Und mit welcher Herzlichkeit man dann begrüßt wird und die Familien oder Gruppen haben immer noch so einen Tisch vor ihrem Plätzchen, sage ich mal. Dann da zum Tee gebeten zu werden, alle wollen einem was anbieten, sind so warmherzig, da weiß man gar nicht, was man sagen soll eigentlich. Was ja noch dazu kommt, dieses absolute Nichtstun. Also, dass man so verdammt ist zum Nichtstun und einfach, egal welchen Bildungshintergrund man hat, es gibt einfach keinerlei Beschäftigung. Also, es gibt kein Internet, es gibt kein Fernsehen, man kann irgendwie die Küche nur einen gewissen Zeitraum benutzen. Dann kommt dazu, dass man eigentlich sich nur innerhalb seiner Familie unterhalten kann, weil man die anderen Leute nicht versteht. Dass man auch keinerlei Kontakt hat zu anderen Menschen. Wie soll man in einem Land ankommen, wenn man die ersten 6 Monate in so einer Art Isolation verbringt? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Welcome to Kitchen on the Run. The idea is that we all help cooking, we eat together and we clean together. So please involve everyone. Millicent, can you show me? Yes. Natürlich freue ich mich riesig, wenn jemand sein Asyl bekommt oder in eine Wohnung ziehen darf. Es ist ja nicht so, dass das hier die Endstation für die Leute ist, ne? Dass danach nichts mehr kommt. Sondern das ist ein Anfang. Das ist ein Start, so sage ich den Leuten das immer, das ist ein Start für ein neues Leben. Und wir versuchen zu helfen, dass der auch gelingt. I need light. Light is very important because home for me is light of Provence. Not very much, just to be connected to people, that they smile back at you when you smile at them. You have a friend. When you have a friend, a good friend, you will not feel alone. Safety, that's most important. J'ai besoin de ma paix, ma tranquillité, tout simplement. Parlare con le persone. At home, here, liberty, yeah, privacy, but I don't have. Am Ende, und das ist auch eine Floskel, aber am Ende ist natürlich auch zu Hause da, wo das Herz gut sein kann. Familie, Freunde, ja, ich glaube, das ist alles. Ich glaube, das reicht mir. Was wir schon merken, dass es hier in Neumühlen nicht so einfach ist, an Einheimische zu kommen. Also wir haben jetzt ja zum ersten Mal auf unserer Reise die Situation, dass wir abends tendenziell mehr Geflüchtete als Beheimatete im Container haben. Es ist jetzt nicht so, wenn wir uns auf den Marktplatz stellen und Flyer verteilen, dass die Leute alle Juhu schreien und sagen, ah, wie toll, und ich melde mich gleich mal an. Und da begegnen wir hier schon deutlich skeptischeren Leuten. Let's go, I would say. Yeah. Okay. Shall we do it? Okay. Okay. My name is Tariq. I'm 31 years old. I came from Syria, Damascus. My profession is a swimming instructor. نشا ستوكي افتح الترانسليت هلا خلينا نبلش انه نبلش بوحده وحده اوكي. Stärke. Also ich finde es krass zu merken, wie wichtig Sprache ist für, ja, also nicht nur um sich mit anderen Menschen zu unterhalten, auch sonst so um alles, um
einen Rum halt mitzubekommen. Und ich finde, es gibt halt irgendwie keine hilflosere Situation, als wenn man jemandem gegenübersteht, dem man eigentlich was sagen möchte. Man ist nicht in der Lage, sich auszudrücken. Und ja, das ist, also ich glaube, das ist fast schlimmer, als irgendwie einen Arm abgehackt zu bekommen, weil man irgendwie so, ja, man will unbedingt, aber man kann halt nicht. The German language, it's so hard to us, okay? I think it need time to learn your language. German people like a person his age like 30 years old. The refugees like a kid his age 5 years old. It need time to let this kid to grow to be a man, okay? I think this thing it is need time. In the beginning, to start, we make a short game and we imagine that this is the world. نتخيل إنه هذا هو العالم. And like the map of the world. هي Here's خريطة north. هون شمال. There's south. جنوب. Here's west. And there's east. غرب وشرق. And the idea is that we place ourselves where we are born. هلا نحن بدنا نشوف وين ولدنا، لازم نوقف بالكرة الأرضية وين نحن موجودين. Okay. So I think here the Middle East. Here's the Middle East. Very good. Ich hatte gestern irgendwie besonders das Gefühl, dass die Frauen von der Gruppe von Syrern, die da waren, dann so total aufgeblüht sind und voll getanzt haben beim Abwaschen, und das fand ich einfach total schön. So. Und es ist irgendwie das, was mich ja irgendwie am allermeisten immer wieder berührt, ist, dass wir zusammen an einem Tisch sitzen und da friedlich zusammen irgendwie das Essen teilen. Das finde ich sowas, wo irgendwie in der Welt so viel Scheiße passiert. Also gestern Morgen habe ich irgendwie nach dem Aufwachen noch ein bisschen im Internet Nachrichten geguckt und wieder irgendwie vor Kreta ein Schiff mit 300 Flüchtlingen ertrunken und die Leichen angeschwemmt und so, und was überall irgendwann so eine scheiß Nachrichten und so, und wenn wir dann da so sitzen und die Menschen ein Stück weit ja alle diese Geschichte haben und wir dann da miteinander so eine Zeit haben können, das berührt mich einfach total. Our biggest fear when we came to Germany, it was the rubber boat and the sea between Turkey and Greece, because maybe in any moment this boat will explode and 50 persons inside this boat will die. About me, maybe you know, because I am a swimmer, it's easy to me, because they told me it's like maybe between 10 to 15 kilometers. I can swim it, you know. But about my wife, it's like she know how to swim. She's scared a little bit, but she told me, please, if the boat will explode, please help other people. I know how to swim, little bit. But try to save the children with you. Be a lifeguard to them in this boat. I told her, yeah, I will push myself to this moment. Deventer, ein kleines hübsches Städtchen, irgendwo mitten in den Niederlanden. Hatte ich vorher noch nie gehört, vor Kitchen on the Run, und ja, hier sind wir jetzt seit 3 Wochen. Mint, spring onions, some salads, I think. I don't know the English word, it's maybe. They said it wouldn't rain, well, yeah, a little bit, but not as much as this. Und da steht der Container auf einer Wiese, die jetzt aufgrund des vielen Regens leider nicht ganz so schön ist. Und drumherum ist so ein kleines Festival für uns aufgebaut mit einer Bilderausstellung über Geschichten von Geflüchteten, mit einem kleinen Zelt, in dem abends manchmal Musik spielt. Und das ist eine Hüpfburg direkt neben dem Container. Und das ist eigentlich irgendwie einerseits ganz witzig und nett.
aber es entfaltet nicht so richtig die Anziehungskraft auf die Menschen, die sich die Deventeraner, glaube ich, erhofft hatten. Ich hatte jetzt ja diese 2 Kochveranstaltungen hintereinander, wo jeweils nur ein Flüchtling da war. Und ich versuche in dem Moment das Beste draus zu machen. Das ist natürlich für mich irgendwie anstrengend, weil ich auf der einen Seite natürlich selber enttäuscht bin, weil ich das Gefühl habe, ich bin dafür verantwortlich, weil ich natürlich auch die ganze Enttäuschung der Teilnehmer mitkriege. Und ich dann irgendwie nur versuchen kann, so ein bisschen, ja, das zu erklären, das zu relativieren und auf der anderen Seite zu sagen, ja, aber jetzt ist ja ein Flüchtling da und mit dem kann man sich ja auch unterhalten. Also nicht auch noch diesen einen Flüchtling, der da ist, dass der sich dann auch noch unwohl fühlt, weil er das Gefühl hat, die anderen sind nicht da und jetzt muss ich hier irgendwas erfüllen, was ich eigentlich gar nicht erfüllen kann. So we now have the information for everybody that we probably start in 10 minutes because 2 groups are coming. So. Wir haben aber keinen direkten Kontakt, wir können die Menschen nicht direkt kontaktieren und ich meine, wir können ja keinen zwingen, aber wir kriegen halt eine Rückmeldung, die für uns immer sehr, sehr vage ist und wo wir nicht genau wissen, können wir uns darauf verlassen oder nicht, weil wir die Person dahinter eigentlich nie persönlich getroffen haben und es immer so über 2, 3 Ecken läuft. Und ich habe auch das Gefühl, dass es den Geflüchteten hier von den Standards selbst in der Erstaufnahme deutlich, deutlich besser geht als beispielsweise in Duisburg. Ja, this is our appointment. Hi. Welkom. Hussam. Welkom. Hallo. Dank. What's the address from Prins Hendrikstraat. the old address? I work at Vluchtelingenwerk. It's the organization that helps refugees when they get a house in the gemeente. Today we are going to sign a contract for the house, and it's for a single man. Yeah, it will be a contract signing for that he will get the keys from the house, but also from the gemeente that he will get money to decorate the house, to buy some things. Graag gedaan. Je spreekt al goed Nederlands. Ja, leuk. Ja. Tot ziens, hè? Dankjewel. Tot ziens. Veel woonplezier op je nieuwe plekje. Dank je. Ja? Oké, goed. You know what it means? Nope. Yeah, have fun living there. Yeah, in your new apartment. I'm Hussam. I'm 24 years old. I'm from Syria. I have studied in college. I studied fine arts. I specialized in graphic design. I also produce music like since 5 years ago. It's kind of a hobby that I would like to pursue as a career. Yeah, I think that's me. One time I was in the college, going back to home with my friends, and it just started raining missiles and stuff like that. We didn't care actually, like we were laughing and running, and yeah, making jokes about each other, like if you got hit, I'm not picking you up, and stuff like that. Yeah. We just didn't care. But then, after, like, it really gets to your head. I think I got like really depressed. I couldn't think about anything else. I just was like, I have to get out. This is not a life. It feels private, finally, like after 1 year of no privacy. Yeah, it's nice to have, and like to start your life. Yeah, it's really nice. We will have one-on-one conversations about how's the life in Holland. We arrange the insurance for him. We will arrange that he has some electric and water in the house. And it's the summer vacation now, but in September he will start the Dutch language lessons. And yeah, all kinds of things that he will be a part of the Dutch society. Hi, Hussam. Elvira. Nice to meet you, Elvira. I live there. Above me. Yes. Yeah, boven. When I finish the house, I'll invite all the neighbors to like a meeting and greet. Ah, nice. Yeah, nice. so you can get to know me. Very well. Ja, nice. Ja. Leuk. Ja, Okay. zeker. Bedankt. Veel plezier. Bedankt. Ja. Doei.
Integration heißt, dass die Menschen, die nicht von Anfang an den Orten waren, wo sie jetzt leben, sich da zu Hause fühlen können und mit den Menschen, die schon länger da waren, in Kontakt kommen. Understanding each other and compassion. The ability for everybody to be themselves. De comprendre la langue. Feeling home is the first, and to let people know we are foreign, but we also people. Togetherness, being able to do things together, whether that's, it could be a passion for fishing, for sailing, or for food. It's more a question for me, perhaps of interaction. How do you interact with other people in a society or in a group? It's more how you cope with the other. Not being the other, being yourself with the other. En integratie is waar je denk ik samen aan moet werken. Wij als Deventenaren, maar ook mensen die van buiten komen en hier komen. It's not an easy thing. I don't think it's easy, but you should keep trying. It's not like this. Wir sind in Göteborg, letzter Stopp von 5. Sind hier angekommen und hatten noch kein Netzwerk so eigentlich am Standort. Und dann ging es erstmal darum, ganz viele E-Mails zu schreiben, einen Überblick zu bekommen. Sind dann zu einer Unterkunft gefahren. Alle Flüchtlingsunterkünfte sind eigentlich auch sehr, sehr deutlich am Stadtrand. Haben da mit einigen Leuten gesprochen. Und da hat sich auch ein toller Kontakt erstellt zu Ali, einem syrischen Geflüchteten. Und das war ein bisschen ein Segen. Der hat uns am Anfang total geholfen, weil er selber in der Unterkunft vorher war, zu der er uns auch gebracht hat. Genau, und so haben wir probiert, Schritt für Schritt ein Netzwerk aufzubauen. Und das hat sich doch toll entwickelt über die 2 Wochen. The first sentence I gave it to my friends that jag kan svenska, that I can Swedish. When you start from this way, if you have good attitude about the society, you will integrate it easier and faster. Oh. This for my neighbor. Because now Peter on vacation, so I take care about his boss and about the cats. I put food for the cats. My name is Ali Wassouf. I came from Syria to Sweden 1 year and 9 months ago. I used to work in Syria as petroleum technicians. I like this. In Syria, we drink tea in this way, not in mug. Now I am working in integration process. We have this project engineer to engineer. We are looking to find practice, or in English, internship for engineers who living in the camps or the people who living in Göteborg, waiting for their paper in Sweden in the Swedish companies. When I first came here, I had this wrong idea of just keep waiting. If I knew that I could have done something back in the days, I would have done it a long time ago. How you invest your free time? Just watching news and have bad news about your country. Leave all this and start to work. Really, you should start volunteer. Maybe this way can lead you to some opportunity. I still remember once Ali came to me and he was like, okay, now we have this project. We actually looking for asylum seekers, especially engineer asylum seekers in different camps, and try to get their CVs. I wouldn't hesitate for a minute. I was like, okay, let me know how I can do this. So that's how I get to do my internship with Volvo, actually. And now I'm an employee, and I was employed last week.
most of the news focus on the problem that happened because the refugees came to Europe. And the news introduced us like numbers. So people started to deal with us or feel like we are just numbers, we are quantity. So for that, I want to emphasize, we are equality. Maybe we cause you some problem, I know. But this is not our choice to come here. Most of us, they are able, we are educated, we can do something, but please help us to be part from the solution, not to be part from the problem. Maybe we can say together, welcome at Kitchen on the Run. For the last time we are cooking on this journey. Yeah, so this is our very last evening. The idea is that we all cook together, so try to involve everybody in the process. Yeah, we cook together, we eat together, we also do the dishes together in the end. Hi! Hi! Hello! Ich glaube schon, dass wir was im Projekt gemacht haben, kann ich mir das am besten sagen, was schon ein Beitrag für eine bessere Welt war, auf jeden Fall. So, und da setze ich sofort meine Unterschrift drunter. Oder auch ist noch, ne? Und auch was in Zukunft noch, was auch immer noch passieren möge mit diesem Container. Gleichzeitig das Gefühl, es bräuchte Tausende von diesen Containern, so, von solchen Begegnungsräumen. Es braucht manchmal doch tatsächlich mehr als nur ein offener Mensch sein. Man muss halt wirklich diesen Anstoß geben. Und da bin ich halt der ganz großen Meinung, dass der Container das halt ist. Also wie gesagt, bei manchen ist es ein kleiner Stupser, bei manchen ist es ein dicker Tritt in den Hintern. Dass die Leute das halt brauchen. Oder viele Leute das brauchen. Dass ich gerne derjenige bin, der das macht. Und ansonsten hoffe ich, dass wir einfach für sehr viele Menschen schöne Momente geschaffen haben, die im besten Fall keine Einzelmomente bleiben, sondern aus denen sich neue Wege eröffnen. Das sind sowohl Geflüchtete, die vielleicht eine gewisse Herzlichkeit erleben, die sie sonst in ihrem Alltag nicht so oft erfahren, aber gleichzeitig auch Beheimatete, die vielleicht von uns inspiriert werden, auch einfach eine Idee umzusetzen. Und egal in welchem Bereich, einfach über den Tellerrand zu gucken.